Herzlich willkommen bei Tanz im Herzaugenblick, die Lektionen von einem Kurs in Wundern. Heute sind wir bei der letzten Wiederholung der Lektion Nummer 90 und das ist die Wiederholung der Lektion 79. Lass mich das Problem erkennen, damit es gelöst werden kann. Und die Lektion 80, lass mich erkennen, dass meine Probleme gelöst sind. So lese ich wieder die Erläuterungen vor. Und du darfst deine Augen schließen, die Botschaft tief in deinen Inneren wirken lassen, mitsprechen, mitfühlen. Die Wiederholung der Lektion 79. Lass mich das Problem erkennen, damit es gelöst werden kann. Lass mich heute erkennen, dass das Problem immer irgendeine Form von Groll ist, den ich hegen möchte. Lass mich auch verstehen, dass die Lösung immer ein Wunder ist, durch welches ich den Groll ersetzen lasse. Heute erinnere ich mich an die Einfachheit der Erlösung, indem ich die Lektion bekräftige, dass es nur ein Problem und eine Lösung gibt. Das Problem ist ein Groll, die Lösung ist ein Wunder. Und ich lade die Lösung dadurch ein, zu mir zu kommen, dass ich den Groll vergebe und das Wunder willkommen heiße, das an seine Stelle tritt. So. Der Kurs hat uns also erwischt, ertappt. Das Problem ist ein Groll, den ich hegen möchte. Und ich glaube, er hat recht. Stimmt's? Wie oft sind wir verbittert, weil irgendwas im Außen passiert und dann hegen wir Groll und wir wollen so richtig grollig sein, weil dieses und jenes passiert ist und das ist ungerecht und der Groll ist sicher gerecht, weil das passt ja nicht und die anderen sollen ruhig merken, dass sie was Falsches gemacht haben und dass ich drum grollig bin oder traurig oder enttäuscht oder was auch immer. Wir wollen grollig sein. Wir wollen Groll hegen. Und das, lieber Kurs, danke, lieber Jesus, das ist eine wichtige Erkenntnis. Das ist der erste Schritt, die Erkenntnis, dass wir diesen Groll hegen wollen. Und der zweite Schritt ist dann, dass wir ihn vergeben. Wir vergeben uns, dass wir grollig sind, und wir vergeben der Welt, was auch immer passiert zu sein scheint. Vergebung ist der zweite Schritt. Und dann, der dritte Schritt, ist das Wunder. Wir müssen das Wunder willkommen heißen. Wir müssen es erkennen wollen. Und dann sehen wir auch das Wunder, das hinter jedem Groll ist, das überall um uns ist. So schauen wir uns gemeinsam Lektion 79 an und machen die Geste zu dieser tollen Lektion. Am Anfang schließen wir wieder unsere Augen und schauen, dass wir gut in unserem Körper ankommen. Und zur Einstimmung können wir uns vorstellen, wie wir umschwirrt sind von all diesen vielen Problemen. Und da ist noch ein Problem und dort ist noch, und der hat ein Problem und die hat ein Problem und ich habe ganz ein anderes Problem und tausende Probleme überall. Und dann stelle dir vor, wie diese vielen Probleme rund um dich zu einem einzigen Problem geordnet werden. Es gibt nur noch ein Problem. Und dieses können wir anschauen.
das kannst du ansehen und in dieser Vorfreude von dieser Ordnung und dass dieses Problem gelöst wird, beginnen wir uns nun zu bewegen. Wir beginnen unsere Hüfte zu bewegen in der liegenden Acht oder im Kreis und werden immer weiter und ausladender mit diesen Bewegungen, sodass auch unser Kopf mitkommt und die Arme, die baumeln ganz einfach locker den Körper hinunter. Und dann werde wieder langsamer, kleiner in den Bewegungen. Lass alles wieder in der Hüfte zusammenkommen. Die ganzen Bewegungen, bis sich nur noch deine Hüfte bewegt. Und bis auch diese zum Stillstand kommt. Und dann fühl diese Lebendigkeit in deinem Körper, wie sie durch ihn hindurchkribbelt, Füße hinauf bis zum Kopf hinaus und wieder vom Kopf hinein und hinunter zu den Füßen und in die Erde. Spüre diese Verbundenheit und diese Lebendigkeit, was weit außerhalb von deinem Körper ist. Und dann rollen wir noch unsere Schultern mit dem Einatmen vorne hoch und mit dem Ausatmen hinten hinunter. Und hier alles abgeben und locker lassen und loslassen. Und dann beuge noch leicht deine Knie. Schau, dass du gut auf der Erde stehst, gut in deinem Körper angekommen bist. Und dann öffnen wir unsere Augen. Der heutige Körperausdruck zu der Lektion: Lass mich das Problem erkennen. Und hier merken wir, oh, die Probleme, die sind in unserem Kopf, hier in unseren Gedanken. Und wir ordnen sie. So wir bemerken, wie sie geordnet werden. Lass mich das Problem erkennen. Und dann bemerken wir, oh, es ist noch ein Problem hier. Und dieses greifen wir und nehmen es heraus und erkennen es. Spüre diese Wohltat hier, wenn du deine Probleme ordnest. Lass mich das Problem erkennen. Und dann schnappst du es, siehst es an, damit es gelöst werden kann. Wenn heute irgendwo ein Problem auftaucht, dann sofort nicht selbst Namen geben, sondern lass mich das Problem erkennen, damit es gelöst werden kann. Und dann fragen wir nach dem Problem. Wir sagen zum Beispiel, Heiliger Geist, was ist das für ein Problem? Und dann lauschen wir. Der Heilige Geist steht uns immer und jederzeit zur Verfügung und er liebt es, wenn er uns unterstützen kann. Wenn wir ihn fragen, Heiliger Geist, wie siehst du das? So lasst uns mit ihm erkennen und das Problem lösen. Und nun zur Wiederholung der Lektion 80. Lass mich erkennen, dass meine Probleme gelöst sind. Das kommt morgen dran. Wieder die Erläuterungen. Heute
du schließe deine Augen und fühle sie. Lektion 80, die Wiederholung. Lass mich erkennen, dass meine Probleme gelöst sind. Ich scheine nur deshalb Probleme zu haben, weil ich die Zeit missbrauche. Ich glaube, dass das Problem zuerst da ist und Zeit vergehen muss, bevor es gelöst werden kann. Ich sehe die Gleichzeitigkeit nicht, in der Problem und Antwort auftreten. Das liegt daran, dass ich bis jetzt noch nicht begriffen habe, dass Gott Problem und Antwort an dieselbe Stelle legte, sodass sie durch die Zeit nicht getrennt werden können. Der Heilige Geist wird mich dies lehren, wenn ich ihn nur lasse. Und ich werde verstehen, dass es mir unmöglich ist, ein Problem zu haben, das nicht bereits gelöst ist. Oh ja, die Zeit. Dass Zeit nicht existiert in Wahrheit, dass Zeit eine Illusion ist, das müssen wir auch noch lernen. Heute bitten wir den Heiligen Geist um Hilfe. Schon in der Lektion 79, wo wir ihn fragten, Heiliger Geist, lass mich das Problem erkennen. Und nun erkennen wir, dass es mit dem Zeigen, mit dem Erkennen bereits gelöst ist, zeitgleich. Problem und Lösung, Problem und Antwort in einem. Keine Zeit dazwischen, kein Problem. Und auch hier die Erläuterungen sind unten verlinkt. Zu beiden Lektionen gibt es auch noch die konkreten Anwendungsbeispiele, Anwendungsformen, und es sind wunderbare Sätze, die dich im Alltag immer wieder daran erinnern, an diese Botschaft. So lies dir diese Lektion durch, die ich unten verlinkt habe, und wir gehen nun gemeinsam in die Lektion 80 und lassen das Problem gelöst sein. So, gestern hatten wir das Problem und heute erkennen wir, dass es gelöst ist. Wir denken, wir haben ein Problem in der Hand, aber du hast es nicht in der Hand, weil es gelöst ist. So, du suchst es. Wo ist es? In keiner Hand. Das Problem ist gelöst, weg, gelöst, aufgelöst, erlöst. Kein Problem. Lass mich erkennen, dass dieses Problem, du kannst es auch dort schnappen, je nachdem, wo dein Problem ist, lass mich erkennen, dass dieses Problem gelöst ist. Problem ist weg. Ja, tu einfach so. Mach diesen Gedanken richtig körperlich. Mach ihn klar mit deinen Händen. Du greifst ihn und du siehst, es ist gelöst. Sobald du das Problem erkannt hast, erkennst du, dass es gelöst ist. So lass uns heute diese Freiheit genießen, diese Freiheit. Und lass sie mit allen teilen. Erinner dich, Geister sind verbunden. Sobald du die Freiheit in dir spürst, wirst du sie verbreiten, ausdehnen, mit deinen Brüdern teilen, mit deinen heiligen Gefährten, mit mir, mit uns allen. Danke.